Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki. Heute möchte ich euch etwas über die japanische Sprache erzählen, was es so in anderen Sprachen oft nicht gibt. Vielleicht habt ihr schon einmal davon gehört, wenn ihr japanische Freunde habt oder Anime und japanische Filme schaut. Konkret geht es heute um die sogenannte Onomatope in der japanischen Sprache. Was aber sind japanische Onomatope? Das schauen wir uns zusammen in diesem Video an. Dann, los geht's! Was sind diese Onomatope? Onomatope sind laut Wikipedia die sprachlichen Nachahmung von außersprachlichen Schauereignissen. Eine wirklich schwierige Definition. In meinen eigenen Worten ausgedrückt sind Onomatope sehr nützliche Redewendungen in der japanischen Alltagssprache. Onomatope sind sehr praktische und nützliche Wörter, mit denen Japaner auch Dinge oder Situationen beschreiben. Es gibt wirklich hunderte oder vielleicht sogar tausende verschiedene Onomatope, die Japaner im Alltag verwenden. Mit Onomatope kann man viele Zustände oder Situationen einfach beschreiben. Wenn ein Japaner ein Onomatope benutzt, wissen andere Japaner in der Regel sofort, was gemeint ist. Obwohl mein Ehemann Deutscher ist und wir meistens auf Deutsch miteinander sprechen, benutzen wir aber auch japanische Onomatope, weil japanische Onomatope sehr praktisch sind. Das findet auch mein Mann so, obwohl er kein japanisch Muttersprachler ist. Vergleicht mal die japanische Onomatope mit eurer Sprache, ob es ähnliche Wörter gibt und schreibt gerne im Anschluss dieses Videos in die Kommentare. Es gibt aber so viele Onomatope in der japanischen Sprache, deswegen stelle ich euch in diesem Video ein paar Onomatope vor, die oft benutzt werden. Nummer 1. Peko Peko. Peko Peko hat zwei Bedeutungen. Eine ist großen Hunger haben, die zweite ist vor jemandem bücken. Wenn man großen Hunger hat, kann man so sagen: Watashi wa onaka ga peko peko desu. Watashi wa onaka ga peko peko desu. Das bedeutet, dass ich großen Hunger habe. Es gibt auch ein gutes Beispiel von einem Anime, Steins Gate. Ein Charakter Mayuri hat so gesagt: Das bedeutet, Mayuri hat großen Hunger. Und eine andere Bedeutung. Wenn ein Mann zum Beispiel immer vor seiner Frau bückelt, kann man so sagen: Kare wa itsumo okusan ni peko peko shiteiru. Kare wa itsumo okusan ni peko peko shiteiru. Kare wa itsumo okusan ni peko peko shiteiru. Nummer 2. Fuwa-fuwa. Fuwa-fuwa bedeutet flauschig. Stellt euch eine Wolke vor. Die Wolke sieht immer weich und flauschig aus, oder? Für solche flauschigen Sachen nennen wir Fuwa-fuwa. Man kann Fuwa-fuwa für viele Sachen benutzen, zum Beispiel flauschige Kuchen, flauschige Stoffe. Wenn es flauschig ist, kann man meistens Fuwa-fuwa benutzen. Nummer 3. Mochi Mochi. Mochi Mochi bedeutet weich und elastisch. Kennt ihr Mochi, also Crepe-Reis-Bällchen? Mochi ist sehr Mochi Mochi. Wenn man nicht weiß, was Mochi sind, schaut gerne mein Video über Mochi. Man kann aber Mochi Mochi nicht nur für Mochi benutzen, sondern auch für andere Sachen, zum Beispiel die Haut von kleinen Kindern. Ihre Haut ist meistens Mochi Mochi. Mochi Mochi ist also nicht nur weich, sondern auch elastisch. Wenn man Mochi Mochi Sachen drückt, wird sie leicht eingedrückt, danach wird sie aber in ihre ursprüngliche Form wieder zurück. Nummer 4. Toro Toro. Toro Toro bedeutet schmelzend bzw. dickflüssig. Wenn irgendein fester Gegenstand schmilzt, wird es ein bisschen dickflüssig. Dann nennen wir diesen geschmolzenen Gegenstand Toro Toro. Beim Essen benutzen wir oft Toro Toro. Wenn man zum Beispiel in eine Suppe Kartoffelmehl gibt
und sie erwärmt, wird die Suppe dickflüssig. Diesen Zustand nennen wir Torotoro. Es gibt auch ein Onomatope von Fuatoro. Das ist die Mischung von Fuwa-Fuwa und Torotoro. Damit kann man ausdrücken, dass es gleichzeitig flauschig und dickflüssig ist. Eine solche Pudding wie auf dem Video ist sehr Fuatoro. Nummer 5. Sarasara. Sarasara bedeutet flüssig oder rieseln. Wasser ist flüssig, oder? Für einen solchen Zustand wie Wasser kann man sagen, dass das Wasser Sarasara ist. Man kann es auch für Stoffe benutzen. Wenn ein Stoff sehr glatt ist, sage ich oft, das ist sehr Sarasara. Zum Beispiel ein Stoff von Satin finde ich sehr Sarasara. Wenn eine Sache aber sehr kratzig wäre, sagt man Sarasara. Japanisch ist sehr lustig, oder? Übrigens, das Z wird auf Japanisch weich gesprochen und das S wird scharf gesprochen. Außerdem kann man Sarasara auch für eine solche Situation benutzen, zum Beispiel Ogawa ga shougen o sarasara nagareru. Ogawa ga shougen o sarasara nagareru. Das bedeutet, dass ein Bach durch die Wiesen rieselt. Nummer 6. Karikari, Paripari, Sakusaku. Karikari, Paripari und Sakusaku bedeutet jeweils knusprig oder knackig. Wir Japaner unterscheiden diese Onomatope, aber wenn ich sie ins Deutsch übersetzen würde, ist alles knusprig oder knackig. Das ist sehr eine Gefühlssache, aber es gibt einen kleinen Unterschied und man benutzt sie für Essen und Sachen. Karikari wird für harte und trockene Sachen benutzt und Paripari wird etwas für Trockenes und Dünnes. Zum Beispiel, wenn man Chips isst, hört man ein Geräusch. Dieses Geräusch nennt man Paripari. Sakusaku wird zum Beispiel für Kekse, Kroketten, Schnitzel oder ähnliches benutzt. Zum Beispiel, このクッキーすごくサクサクだね。このクッキーすごくサクサクだね。このクッキーすごくサクサクだね。Das bedeutet, dass diese Kekse sehr knusprig ist. Es ist vielleicht schwierig, wenn man Karikari, Paripari oder Sakusaku benutzt. Ich versuche in meinen Kochvideos solche Onomatope zu benutzen. Ihr könnt dann vielleicht irgendwann ein Gefühl haben und nebenbei Japanisch lernen. Nummer 7. Gucha-gucha. Gucha-gucha bedeutet matschig, durchgeweicht oder durcheinander. Kartoffelpüree ist etwas matschig, oder? Für einen solchen Gegenstand benutzt man oft Gucha-gucha. Man kann aber Gucha-gucha auch für eine Sache oder Situation benutzen. Zum Beispiel, 私の部屋はぐちゃぐちゃです。私の部屋はぐちゃぐちゃです。私の部屋はぐちゃぐちゃです。Das bedeutet, dass mein Zimmer durcheinander ist. Ich hoffe aber nicht. Nummer 8. Pasa-pasa. Pasa-pasa bedeutet trocken. Wenn etwas trocken ist, nennen wir es Pasa-pasa. Zum Beispiel, 髪の毛がパサパサだ。髪の毛がパサパサだ。髪の毛がパサパサだ。Das bedeutet, dass meine Haare trocken sind. Auch für ein Essen kann man Pasa-pasa benutzen. Zum Beispiel, このパンすごくパサパサしてる。このパンすごくパサパサしてる。このパンすごくパサパサしてる。Das bedeutet, dass dieses Brot sehr trocken ist. Nummer 9. Doki-doki. Doki-doki bedeutet klopfen, pochen oder man ist ein bisschen nervös wegen etwas. Vor einer Präsentation oder Prüfung ist man etwas nervös und sein Herz klopft, oder? In solcher Situation benutzt man oft Doki-doki. Zum Beispiel, 心臓がドキドキする。心臓がドキドキする。心臓がドキドキする。Das bedeutet, dass mein Herz klopft. Und wenn man in jemanden verliebt ist und zum ersten Mal mit dem spricht, wird man etwas nervös. Dafür kann man Doki-doki benutzen. Zum Beispiel, 胸がドキドキする。
胸がドキドキする。胸がドキドキする。Übersetzt, ich bin nervös. Beziehungsweise mein Herz pocht. Nummer 10. Waku-waku. Waku-waku bedeutet aufgeregt. Wenn man sich auf etwas freut, wird man oft aufgeregt. Wenn ich zum Beispiel an die Reise nach Japan oder andere Länder denke, werde ich oft aufgeregt. In so einem Fall kann man Waku-waku benutzen. Zum Beispiel 旅行楽しみ。ワクワクするね。旅行楽しみ。ワクワクするね。旅行楽しみ。ワクワクするね。Das bedeutet, dass man sich auf eine Reise freut und darauf aufgeregt ist. Ich freue mich, wenn ihr wegen meiner Videos ein Gefühl von Waku-waku habt. Kennt ihr den Anime von Spy Family? Anya von Spy Family sagt oft Anya, wak wak. Sie sagt, ich bin gespannt. Nummer 11. Tsuru-tsuru. Tsuru-tsuru bedeutet glatt oder rutschig. Wenn etwas glatt und rutschig ist, kann man Tsuru-tsuru benutzen. Tsuru-tsuru ist also meistens ein Zustand. Zum Beispiel, wenn eine Straße rutschig ist, kann man so sagen. 道がツルツルしてる。道がツルツルしてる。道がツルツルしてる。Wenn man einen Glatzkopf haben möchte, kann man so sagen. 頭をツルツルにしたい。頭をツルツルにしたい。頭をツルツルにしたい。In diesem Fall möchtest du gar keine Haare auf dem Kopf haben. Aber wenn man schon einen Glatzkopf hat, sagt man, 彼の頭ツルツルだね。彼の頭ツルツルだね。彼の頭ツルツルだね。Das bedeutet, dass sein Kopf glatt ist. Aber das sollte man nicht direkt sagen. In diesem Fall ist es etwas unhöflich. Nummer 12. Kira Kira. Kira Kira bedeutet glänzen, blank oder blinken. Sterne am Himmel sind oft glänzend. Zum Beispiel, 星が空にキラキラ輝いている。星が空にキラキラ輝いている。星が空にキラキラ輝いている。Das bedeutet, dass die Sterne am Himmel blinken. Wenn etwas glänzend ist, kann man Kira Kira benutzen, aber es sollte die ganze Zeit glänzend sein, solange man es sehen kann. Nummer 13. Pika Pika. Pika Pika bedeutet blink oder blank. Von Pika Pika kann man etwas blanke Sachen oder Strom vorstellen, zum Beispiel Pika Pika no Kutsu, Pika Pika no Kutsu, Pika Pika no Kutsu. Das heißt blitzblanken Schuhe. Außerdem, wenn etwas kurz erleuchtet, aber dann wieder schnell ausblendet, benutzt man dafür Pika oder Pika Pika. Wenn es nur einmal erleuchtet, benutzt man oft Pika. Aber wenn es mehr als zweimal erleuchtet, Pika Pika. Ein Charakter von Pokémon Pikachu kommt aus diesem Onomatopoe. Pika ist elektrisch blank und Chu ist ein Onomatopoe bzw. Tiergeräusch von einer Maus. Pikachu ist eine Maus, die sehr gut Strom erzeugt. Deswegen heißt er Pikachu. Wusstet ihr übrigens, dass die Tiergeräusche in Japan häufig anders klingen bzw. anders von Menschen nachgemacht werden als im Deutschen? Auch das sind übrigens Onomatopoe. Aber schauen wir uns mal einige Beispiele an, damit ihr besser versteht, was ich meine. Hunde. Wenn Deutsch sagen möchte, wenn ein Hund bellt, sagen sie wow wow. Japanische Hunde bellen aber so. Wan Wan. Katze. Deutsch Miau. Japanisch Nya. Huhn. Deutsch Kikriki. Japanisch Kokekoko. Biene. Deutsch Zum Zum. Japanisch Bön. Schwein. Deutsch Oink. Japanisch Bö Bö. Rind. Deutsch
Mu. Japanisch. Mo. Ente. Deutsch. Quack. Japanisch. Gaga. Frosch. Deutsch. Quack. Japanisch. Gero Gero. Maus. Deutsch. Pieps. Japanisch. Chü. Es gibt sehr viele Onomatopoe auf Japanisch. Es ist also fast unmöglich, alle zu zählen. Wie findet ihr japanische Onomatopoe? Wenn die Sprache anders ist, hört man sich ein bisschen anders an. Das finde ich sehr interessant. Wenn ihr mehr über japanische Onomatopoe erfahren wollt, könnte ich noch weitere Videos machen. Wer Japanisch lernt, sollte aber japanische Onomatopoe beherrschen, weil wir sie sehr oft benutzen. Onomatopoe sind im japanischen Alltag also etwas völlig Normales. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch mehr über Onomatopoe wissen wollt. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben und etwas lernen konntet. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!